Ich habe das Google Pixel 11 Pro Fold mir zugelegt, habe es mir privat gekauft, also das Video ist nicht irgendwie gesponsert. Deswegen habe ich mir gedacht, ich teile mit euch jetzt ein kurzes Unboxing, habe das Ganze auch schon ein paar Tage getestet, dazu aber in einem anderen Video dann mehr. Heute möchte ich euch nur das Unboxing zeigen, was ist hier dabei und kurz auf einige Details eingehen. Viel Spaß mit dem Video, let's go! Ich möchte in dem Video jetzt auch gar nicht zu viel reden, ich möchte für euch einfach die Bilder wirken lassen. Genießt das Unboxing, wir entfernen zuerst hier hinten einmal den Klebestreifen. Schieben den Karton dann geschmeidig hier hinten durch. Das Smartphone fängt an bei 1999 €. Es gibt aber auch ein Trade-in-Programm die nächsten Tage noch, ich glaube bis Ende des Monats. Ich habe jetzt für mein vorhandenes Galaxy S23 Plus habe ich noch 600 € bekommen. Das ist deutlich mehr wie bei der Konkurrenz von Samsung. Wenn wir das Ganze öffnen, sehen wir hier auch schon direkt das Smartphone. Könnt es hier an der Lasche rauslupfen. Und ihr seht hier auch schon den Inhalt. Einmal ein USB-C-Ladekabel auf USB-C. Das unterstützt auch das Fast Charging. Hier haben wir jetzt noch eine kurze Gebrauchsanweisung. Hier einmal durchgeblättert, danach auf die Seite gelegt und nie mehr gebraucht. Und hier ein kleines SIM-Injection-Tool. Hier das Kabel mittlerweile alles in Pappe eingepackt. Ist eigentlich nichts mehr aus Kunststoff hier dabei. Auf der Rückseite die gute Hauptkamera mit dem Highlight, wo ihr euch Nachrichten und Sprache mit Gemini virtualisieren könnt. Wir packen das jetzt auf. Einmal die matte Rückseite und jetzt seht ihr zum ersten Mal das von der Seite. Das macht echt einen Top-Eindruck, muss ich sagen. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Tage in Gebrauch. Bis jetzt gefällt mir das Smartphone richtig gut. Und ich finde, gerade das große Display hat auch einen Mehrwert. Natürlich, den Knick sieht man leicht, wenn man jetzt draußen ist, mehr als im Innenbereich. Ich persönlich finde den jetzt aber nicht störend. Ich finde, die Vorteile überwiegen den optischen Nachteilen. Also ich finde es jetzt aber nicht dramatisch. Hier habe ich eine Handyhülle. Die ganze hat nur, glaube ich, 24,99 € gekostet. Echt preiswert, wenn man sieht im Vergleich, was andere Handyhüllen für das Smartphone kosten. Da rufen die Hersteller 70, 80 € ab, was ich komplett übertrieben finde. Ich bin mit der Handyhülle extrem zufrieden. Ich verlinke die euch auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr wollt, könnt ihr die auch nachkaufen. Das Ganze findet ihr in einem Affiliate-Link. Da bekomme ich eine kleine Provision. Ihr unterstützt mich aber damit. Aber trotzdem, meine Meinung über die Hülle ist komplett ungefiltert. Also echt eine gute Handyhülle. Das Smartphone aufgeklappt ist auch relativ dünn. Und zusammengeklappt nicht wirklich dicker wie normales. Einmal die Hülle jetzt eingeklipst. Die hält echt bombenfest. Ihr seht jetzt, wenn ich das Handy hier leicht knickt, dann sieht man die Falte. Aber ich finde sie persönlich nicht störend. Im Vergleich zum Vorgänger, was ich so online gelesen habe, ist die auch noch mal weniger zu sehen. Ich hoffe, ihr hattet einen guten neuen Eindruck von dem Smartphone. Nach ein paar Tagen Testen bin ich auch echt zufrieden damit.
Ihr werdet die nächsten Tage auch mal ein Update noch von mir erhalten, wie das Ganze sich dann im Dauertest bewährt. Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem guten und zuverlässigen, vor allem schnellen VPN-Dienst seid, dann kann ich euch NordVPN empfehlen. NordVPN nutze ich selber. Ihr bekommt hier gerade 75% Rabatt plus 3 Monate gratis. Mit dem Code PopcornHack bekommt ihr sogar 4 Monate gratis, also nochmal einen kleinen Vorteil on top. Nutzt dazu unbedingt unten den Link in der Videobeschreibung. Und NordVPN ist auch nicht nur einen normalen VPN-Anbieter. Ihr seht schon, wenn ich das Ganze hier öffne, bekommt ihr hier einen umfangreichen Schutz, vor allem vor Phishing, Malware, Dark Web Monitoring und auch Meshnet ist ein richtig super Dienst. Das Ganze habe ich auch schon in einigen YouTube-Videos erklärt. Schaut ihr euch gerne an. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.